Ja, so liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Meet and Greek, und heute zeige ich euch, wie wir die griechische Focaccia machen. Der Name Lagana. Und wie das genau geht und was ihr genau dafür benötigt, das zeige ich euch nach dem Intro. Für unsere Lagana benötigen wir folgende Zutaten: 500 Gramm Semolina, 350 Milliliter lauwarmes Wasser, einen Würfel frische Hefe, 10 Gramm Zucker und 2 Esslöffel Olivenöl. Zum Garnieren benötigen wir dann auch noch ungerösteten Sesam. Das ist alles. Und wie das jetzt funktioniert, zeige ich euch an der Küchenmaschine. Los geht's! Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Wasser. 350 Milliliter, lauwarm. Dann einem Hefewürfel. Einfach hier in das lauwarme Wasser rein bröseln und den Zucker mit dazu. Und das rühren wir jetzt schön ein, und die schöne Wärme von dem Wasser in Kombination mit dem Zucker, der als Futter für die Hefen dient, das hilft uns dann auch hinterher beim Gehen. Wir lassen das jetzt stehen, 10 bis 20 Minuten, dann geht's weiter. Legen wir los. 500 Gramm Semolina, also feiner Hartweizengrieß. Wir fangen an, das jetzt schon so zu rühren. Die Hefe ist jetzt fertig aktiviert. Und jetzt geben wir sie langsam dazu. Nicht alles auf einmal. Ich habe das Salz vergessen. Das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um das mit dazu zu tun. Ich habe es noch vorhin in der Zutatenliste vergessen. Ungefähr ein halber Esslöffel oder ein Dreiviertel, je nachdem, wie ihr das lieber mögt. Wichtig ist es, dass man das nicht mit ins Wasser mit dazu tut, weil Salz und Hefe, das verträgt sich nicht so gut. Olivenöl. Das ist eigentlich ganz gut untergerührt jetzt. Und jetzt möchte ich aber das Gluten rausarbeiten. Deswegen gehe ich jetzt auf Stufe 2 und lasse das jetzt 10 bis 15 Minuten richtig schön arbeiten. Also Stufe 2 und los. Und jetzt seht ihr, wie schön der Teig geworden ist, nachdem wir den schön lange geknetet haben. Und genau so muss der auch sein. Also nicht so, wie ihr das vielleicht sonst von Broten kennt. Da ist der ja etwas trockener. Aber hier, der muss tatsächlich so etwas klebrig sein. Das ist richtig so. So. Und den Teig mache ich jetzt hier einfach ein Küchentuch drüber. Und jetzt lasse ich ihn gehen, je nachdem zwischen 1 und 2 Stunden, bis sich ungefähr das Volumen verdoppelt hat. Ich persönlich mache das gerne so, dass ich meinen Ofen auf 40 Grad vorheize und dann packe ich das dann rein und dann geht es relativ gut und relativ schnell. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Unsere Lagana ist jetzt fertig aufgegangen und jetzt guckt euch das hier mal an. Und genauso schön muss sie sein, genauso luftig, fluffig. Ich habe hier schon mein Backpapier drin und ich nehme jetzt hier den Teig und ihr seht, dass der Teig ganz schön kleben bleibt, und das soll auch so sein, das ist okay. Und das Schöne, dass es jetzt so klebt, bedeutet, wenn ich das jetzt auseinander walze, dann bleibt er auch genau da, wo er ist. Damit das überhaupt funktioniert, erst
etwas obendrauf von dem Semolina und ich mache auch gerne hier etwas drauf. Ich verteile das jetzt so und es muss keine symmetrische, bestimmte Form haben. Wir wollen ja schließlich, dass es auch eine schöne handgemachte Optik hat. Und so lassen wir das jetzt. Und ihr könnt euch jetzt selber überlegen, wie ihr das lieber habt. Wollt ihr das lieber ein bisschen dünner und dafür knuspriger, ein bisschen dicker und dafür fluffiger? Das ist euch überlassen. Entsprechend rollt ihr das dann aus. Was wir jetzt machen, ist das genauso wie es ist zu nehmen. Und ihr seht, es bleibt richtig schön darauf kleben. Und hier auf unser Backblech zu legen. Und jetzt, so wie es ist, lassen wir das jetzt noch 20 bis 30 Minuten ruhen. Und dann machen wir den letzten Arbeitsschritt. Und nach dem letzten Arbeitsschritt kommt es dann in den Ofen und wird gebacken. Dann bis in 20 Minuten. Ihr seht, das Ganze ist jetzt noch mal ein bisschen hochgegangen. Das ist genauso, wie wir es haben wollen. Und jetzt ist es einfach, wir gehen mit unserem Fingerchen und machen einfach solche hübschen Löchlein rein. So, etwas Olivenöl mit Sesam bestreuen und jetzt in den vorgeheizten Ofen, 220 Grad bei Umluft für ca. 15 bis 20 Minuten. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob ihr eine dünne oder die dicke gemacht habt. Ganz wichtig dabei, wenn ihr das reinmacht, bitte relativ weit oben reinmachen. Also hier ungefähr, dass drunter die Möglichkeit besteht, dass die Luft zirkuliert. Dann wird die auch von unten schön knusprig. In 20 Minuten sehen wir uns weiter. Ich habe meine Handschuhe an. Was bedeutet das? Ganz genau. So. Und schaut euch, wie hübsch diese Lagana aussieht. Von unten auch schön gebacken. Sie ist jetzt natürlich mega heiß. Deswegen lassen wir sie erst noch ein bisschen auskühlen und danach können wir sie probieren. Ich konnte jetzt nicht länger warten. Es ist noch ein bisschen heiß, aber ich muss diese Lagana jetzt einfach probieren. Und man kann sie natürlich mit dem Messer anschneiden, aber traditionellerweise wird sie auseinandergerissen. Und genau so soll das, schaut euch das an. Genau so muss sie ausschauen. Die ist so schon sehr lecker. Aber ich habe mir von meinem anderen Video noch ein bisschen Tarama übrig. Und eine geniale Kombi. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie dieser Tarama geht, hier drauf. Bei dem Video zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. Und diese Kombination ist einfach unschlagbar. Backt es doch gerne nach, schreibt unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr natürlich auch noch Wünsche habt oder was anderes, sagt einfach Bescheid und ich werde versuchen, das umzusetzen. Ansonsten werde ich mich jetzt über die Lagana hermachen und kann eigentlich nur noch eins sagen. Servus.